Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben uns zu einer Sondersendung nochmal entschlossen zum Thema Geistheilen mit dem Geistheiler Sananda, weil wir hatten sehr viel Resonanz auf das Video gehabt und sehr viele Fragen auch bekommen. Und so haben wir es jetzt nochmal wahrgenommen, ihn ins Studio einzuladen, für die Fragen zu stellen. Ja, Sananda, erstmal vielen Dank, dass du bereit bist, nochmal für Fragen in unser Studio zu kommen. Und die erste Frage, die ich gleich habe, das Buch hatten wir ja da vorgestellt, sind darauf eingegangen ja auf das Buch. Jetzt gibt es ein Hörbuch, haben wir gehört, was jetzt dazu gibt. Wie sieht das eigentlich aus mit der Resonanz auf dieses Buch? Was ist da bei dir gekommen? Ja, die Resonanz ist überwältigend. Nur bevor ich jetzt noch mehr aushole, muss ich die Zuschauer aufklären, dass ich eine ganz helle Stimme habe heute. Also das ist nicht meine normale Stimme, sondern meine Stimmbänder sind belegt. Ich war beim Zahnarzt am Montag zur Zahnreinigung. Habe ich nicht dran gedacht, dass das Auswirkungen haben könnte auf meine Stimmbänder. Und gestern konnte ich fast gar nicht reden, da habe ich wie ein Eunuche geredet. Heute geht es schon ein bisschen besser, aber den Termin wollte ich jetzt nicht absagen deswegen und bin dann trotzdem die 500 Kilometer zu dir gefahren mit 10 Mordanschlägen, die ich überstanden habe auf der Autobahn. Aber ich hatte ja geistige Führung, deswegen bin ich gut angekommen, sogar pünktlich auf die Entfernung. Und zu deiner Frage mit dem Buch, es ist auf dem Weg zum Bestseller. Wahrscheinlich werde ich dieses Jahr noch Bestseller-Autor werden. Das wollte ich eigentlich gar nicht werden. Nur mittlerweile ist es so, dass egal was ich mache, dass alles funktioniert und alles ein Erfolg ist. Und so gesehen kann ich gar nichts falsch machen. Das Buch hat sehr vielen Menschen geholfen, wenn ich so diese Leserbriefe mal genauer anschaue. Man kann sie auch auf meiner Webseite studieren, die Leserbriefe. Wenn man auf Buch klickt, oben in der Menüleiste, habe ich ein paar auserwählte veröffentlicht. Es scheint, dass ich von sehr vielen Menschen das Bewusstsein erweitert, die Erkenntnisse ergänzt habe, wie auch immer. Und vielen Menschen schon alleine durch das Buch alleine schon geholfen habe, so wie es aussieht. Eigentlich war das ja gar nicht meine Absicht in dem Sinne, jetzt therapeutisch ein Buch zu schreiben. Nur hat sich das jetzt herausgestellt, dass mein Buch mehr oder weniger so ein Therapiehandwerkszeug ist und viele Klienten gar nicht entstehen, weil sie schon durch mein Buch geheilt werden, was natürlich vorteilhaft ist für die Kunden, sparen sie sich sehr viel Geld. 29 € kann sich jeder leisten für eine Behandlung. Und die, wo es nicht ausreicht, die müssen mich den eben kontaktieren. Ja, das hat man ja schon beim ersten Mal festgestellt, dass das Buch die Zusammenhänge sehr gut erklärt und dadurch auch hilfreich ist, Dinge zu verstehen, die vielleicht sonst nicht verständlich sind. Dann gibt es aber auch negative Kritiken, die wir auch bei uns auf der Seite erlebt haben. Da gibt es ja auch im Internet jemand oder so eine Gruppe, die sich da die Videos zusammenschneidet und dann negative Kommentare dazu gibt. Ich muss sagen, ich konnte das Video leider nicht angucken, was gemacht worden ist, und auch einige bei uns aus der Redaktion, weil wir gucken das kurz und dann wird es uns schlecht oder schwindlig. Was hat das für einen Zusammenhang, oder gibt es vielleicht eine Erklärung dafür? Die Frage müsste eher lauten, warum macht es jemand? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich lese keine negative Kritik, weil ich diese Schwingungen nicht in mich aufnehmen möchte. Deswegen halte ich mich fern von Foren, von Kommentaren, was da unter die Videos gestellt wird, wenn sich die Leute austoben und hier ihren ganzen Frust reinhauen und mich beschimpfen. Und mittlerweile kann ich nur noch müde drüber lächeln, wenn ich sowas wahrnehme oder wenn es an mich herangetragen wird. Was diese Gruppe betrifft, das habe ich mal kurz festgestellt, da gibt es anscheinend so in Asien eine Gruppe, wo sich Deutsche niederlassen, die aus welchen Gründen auch immer nicht mehr in Deutschland sein wollen oder können, und die dort auf mich einschimpfen wie Rohrspatzen. Und ich habe mir auch überlegt, was mache ich mit so Sachen? Soll ich es dem Anwalt geben? Soll ich sie verklagen? Haben wir ja auch schon drüber per E-Mail kontaktiert damals. Das Problem ist eben in Asien, was willst du da mit dem Anwalt?
hast du eigentlich keine Handhabe. Und das wissen die Leute natürlich. Deswegen machen sie es ja. Weil man kann sie quasi nicht belangen. Sie können quasi mit Schimpfwörtern um sich schmeißen, mich mit Dreck bewerfen ohne Ende. Und es passiert ihnen gar nichts. Und ich habe natürlich schon Gedanken gemacht, weil es natürlich schon größere Ausmaße angenommen hat. Und ich habe natürlich recherchiert und ich habe ein System entdeckt dabei. Mehr oder weniger werde ich missbraucht. Das heißt, mein Name wird missbraucht für Werbezwecke. Das ist der ganze Trick dahinter. Viele Menschen verstehen das nicht, weil sie nicht so weit schauen. Die Menschen sind ja so programmiert, dass sie Marktschreiern hinterherlaufen. Und wenn dann einer schreit, dann laufen die Leute hinterher und machen sich gar keine Gedanken, ob das überhaupt in Ordnung ist, dass der schreit. Hat er überhaupt ein Recht zu schreien? Hat jemand ein Recht, einen anderen zu beleidigen? Hat jemand das Recht, einen anderen Menschen zu beurteilen? Hat jemand das Recht zu sagen, meine Meinung ist richtig und seine Meinung ist falsch? Ich denke, für die meisten Menschen ist es selbstredend, was diese Personen machen. Da muss ich gar nichts dazu tun. Mittlerweile habe ich sogar festgestellt, dass es im Internet noch mehr von dieser Gruppe gibt, die unter ganz normalen Vorwänden mit Thema Indigo und so weiter Leute auf ihre Webseite kriegen, auf ihre Videos kriegen, die meistens gut aussehende junge Frauen, die natürlich sich eloquent ausdrücken und mit Fachdrücken nur so um sich schmeißen, um die Leute zu ködern. Und nach ein paar Monaten kommen sie dann plötzlich: Ach, ich war da in Thailand auf einem Seminar, das war ganz toll und da hat es gute Jungs und ich brauche eine Richtung, wo ich hin möchte, weil der Mensch braucht ja jemand, wo er sich dran halten kann. Wie gesagt, ich habe festgestellt, dass das ein System ist im Internet, wo Menschen wie ich missbraucht werden. Ich bin mittlerweile nicht mal mehr der Einzige. Mittlerweile wird schon ein anderer durch den Dreck gezogen. Das hat System, das Ganze. Und es ist nichts anderes wie PR für diese Menschen. Das heißt, die suchen sich Menschen, die sie ködern wollen. Wie mache ich das am besten? Indem ich Namen beschmutze von Menschen, die bekannt sind in der Branche. Ich bin wohl oder übel bekannt in der spirituellen Branche und in der esoterischen Branche. Deswegen kann man sich viele Werbungskosten sparen, wenn man jemanden wie mich namentlich auf seinem Video in den Dreck zieht. Und kriegt dadurch einen Haufen Klicks. Und dann gibt es natürlich noch Gleichgesinnte, die sich dann quasi noch anhängen an diejenigen. Und das war ja auch das Ziel. Sie wollen quasi ihre Energien an sich ranziehen. Und um welche Energien es sich da handelt, das ist unschwer festzustellen. Möge jeder diese Energien beurteilen und sich dann für sich selber ein eigenes Urteil bilden, eine Bewertung für sich selber machen, dann wird er auf die richtige Entscheidung, auf die richtige Antwort kommen. Da muss ich gar nichts mehr tun. Und wenn ich gerade schon dabei bin, muss ich sagen, ich bin sogar dankbar darüber, weil seit ich so massiv bekämpft werde im Internet, habe ich nur noch gute Kunden. Das heißt, ich habe keine Miesepeter-Kunden mehr. Ich habe nur noch zufriedene Kunden, weil diese Zweifler, diese Leute, die nicht wissen, wo hinten und vorne ist, die alles glauben, die bleiben alle weg, weil die lassen sich verunsichern durch solche Sachen. Oh, da wird doch nichts dran sein. Und dann sind die alle weg. Und ich kriege nur noch die, wo übrig bleiben, nämlich die, wo wissen, was los ist. Und ich ziehe quasi die richtigen Energien an. Und solche Miesepeter, die nur auf andere niedermachen und nur dadurch sich Gehör verschaffen können, indem sie andere beleidigen und mit Dreck beschmeißen. Diese Miesepeter, die sortieren für mich die Klienten aus. Und von dem her gesehen muss ich sagen, sie haben ihre Aufgabe. Sie sind so programmiert, diese Wesen. Sie sind von der Dunkelheit programmiert, mich zu bekämpfen. Und sie machen einfach nur ihren Job. Also ich bin ihnen gar nicht mal böse. Also mittlerweile lächle ich da suffisant drüber. Manchmal habe ich auch Mitgefühl mit diesen Wesen, weil ich kenne ja ihre Zukunft. Und mehr möchte ich da jetzt nicht mehr dazu sagen zu dem Thema. Ja, aber das kann ich gut nachvollziehen. Also das kenne ich auch. Also wenn wir Angriffe oder irgendwas kriegen, die wandeln sich eigentlich immer für uns zum Positiven um. Ist genau das Gegenteil, was dann irgendwo passiert. Man darf halt nur selbst seine eigene Energie nicht so reinstecken und in den Kampf reingehen. Das ist ja das Ziel der Dunkelheit. Die arbeiten ja über solche Menschen. Dann, natürlich wissen die Menschen nicht, dass sie der Dunkelheit dienen.
Sie denken ja, sie sind die wahren Herren, sie sind Gott selber und sie haben das Recht, andere niederzumachen. Das würde Gott ja gar nie tun und eine hochentwickelte Seele würde das ja auch nicht tun. Also ist da die Antwort, im Prinzip erklärt sich von selber, ein halbwegs intelligenter Mensch weiß, dass eine hochentwickelte Seele andere nicht attackiert und beleidigt. Also sie verraten sich ja selber durch ihre Arbeitsweise und deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen. Die Energien kommen ja auf sie zurück. Das, was sie ins Universum senden, bekommen sie zurück. Und diese aggressiven, niederen Energien, die diese Menschen entweder direkt oder auch teilweise indirekt, das sind noch die schlimmeren, die von hinten kommen, die vorne freundlich sind und einen guten Eindruck machen, einen glaubwürdigen, vertrauenswürdigen Eindruck machen und dann irgendwann zeigen sie ihr Gesicht dann von hinten. Und ich durchschaue diese Menschen ziemlich schnell. Ich habe Videos von Frauen gesehen, wo mir gesagt wurde, oh, die ist aber gut. Und da habe ich gesagt, nein, lass die Finger weg, das ist keine, ja, aber die sieht doch nett aus und die ist doch lieb und ich glaube dir auch. Und ja, dann glaub ihr halt. Ein halbes Jahr später kommen sie dann, ja, du hast recht gehabt. Das ist ja und so weiter. Also ich erkenne das ja sofort, mit wem ich es zu tun habe. In 3 Sekunden sehe ich das ja leider oder zum Glück, wie man es nennen will. Und von dem her gesehen, mich kann man nicht täuschen, aber leider gibt es draußen noch zu viele Menschen, die man täuschen kann. Ja, das stimmt schon, aber ich finde mal die Erklärung, die war sehr gut und auch hat das sehr gut zusammengefasst. Deswegen wollen wir uns auch nicht so viel mit den negativen Dingen beschäftigen. Ist nicht unbedingt negativ. Nee, das gehört dazu. Sag nur, was es ist auch für die Zuschauer wichtig, genau. Weil sie sollen ja unterscheiden lernen. Genau. Weil deswegen sind solche Menschen da, damit die Zuschauer unterscheiden lernen, damit sie sich Gedanken machen. Und irgendwann kommen sie dann schon auf den Trichter. Bis auf diejenigen, die die gleiche Energie haben wie diejenigen. Ja. Da kann man nichts machen. Nee, wie gesagt, jetzt habe ich noch eine Frage zu dem Thema, die aufgeworfen worden ist im Endeffekt. Und zwar geht es darum, im Buch wird ja auch geschildert über Blockaden, die entstanden sind oder sonst Schwierigkeiten und so weiter. Besteht das jetzt weiterhin noch oder ist das jetzt besser geworden? Zu meiner Person? Ja. Ja, ich bin da wohl ein Sonderfall. Der Buchleser sollte mich nicht mit sich vergleichen. Es gibt so, wie ich schon öfters gesagt habe in meinen vielen Videos, es gibt Programme. Wir leben hier ja in der 3D-Illusion, die aber für uns Realität ist und Wirklichkeit ist. Und es gibt hier verschiedene Programme. Wir sind ja alle in Programmen drin. Der kleinste Bürger ist unter Mind-Control. Die Menschen haben ja immer so dieses Verständnis, ich bin nicht Mind-Control, das geht mich nichts an, das sind ein paar Opfer und die armen Opfer, die tun mir so leid. Die Menschen, die wissen nicht, dass jeder Mensch unter Mind-Control ist. Jeder Mensch, jeder einzelne Bewohner dieser Erde ist unter Mind-Control. Und das fängt ja an mit den ganzen Programmen, da haben wir letztes Mal schon teilweise drüber gesprochen, da habe ich noch so ein Beispiel gebracht mit dem Arbeiten, Fernsehgucken und so. Das ist eigentlich zwangsläufig mehr oder weniger ein Ergebnis dieser Programme. Das ist ja sicher nicht das, was die Menschen gewollt haben, so zu leben, sondern man hat uns das aufgedrückt hier auf der Erde. Das heißt, diese dunklen Herrschaften, die hier gekommen sind, um das Zepter zu übernehmen, haben solche Programme entworfen, um ihre Herrschaft zu sichern für die Zukunft. Und das fängt an mit dem Essen, Trinken, Fernsehgucken, mit den ganzen Frequenzen, die auf uns einstrahlen und so weiter. Aber deine Frage war ja, was es mich persönlich betrifft. Ich persönlich habe mein Umfeld natürlich, jetzt kann ich reinigen, jeden Tag. Das heißt, da hat einiges nachgelassen, was jetzt zum Beispiel die Wohnung betrifft, die Nachbarn direkt. Mir werden keine Reifen mehr abgestochen und keine Steine mehr an Rollladen geschmissen. Die Nachbarn, die sind mehr oder weniger normal, verhalten sich normal, bis auf ab und zu, dass sie blöd gucken halt, aber das kommt halt daher, weil sie nicht wissen, wie sie mich einschätzen müssen und sollen. Da sind sie überfordert, viele. Aber in meinem direkten Umfeld ist es besser geworden. Und das, was ich selber beeinflussen kann, ist annähernd weg. Ich kann nachts auch wieder gut schlafen. Die geistige Welt hat ein Einsehen mit mir gehabt. Wenn ich jetzt die Augen zumache, sehe ich keine Gestalten mehr. Ich sehe sie jetzt mit offenen Augen. Tatsache. Also ich sehe die Astralwelt mittlerweile mit offenen Augen. Was natürlich ein Vorteil ist in der Nacht. Kann ich wenigstens ruhig schlafen und natürlich macht mir das Ganze auch keine Angst mehr.
Es kommen weniger zu Besuch zu mir nach Hause und wenn, dann sehe ich sie ziemlich schnell, dann sind sie gleich wieder weg, weil mit einem Gedanken sind die weg. Und von dem her gesehen hat sich sehr viel geändert, was mein direktes persönliches Umfeld betrifft. Das Außen, da kann ich selber nicht viel tun, weil diese Programme mit Verfolgungen, zum Beispiel mit der Polizei, mit den Ortungen, illegale Ortungen und so weiter, schwarze Magie, schwarzmagische Angriffe, auch durch die Polizei. Mittlerweile ist es ja so in Insiderkreisen bekannt, dass die Polizei schwarzmagische Angriffe macht auf Systemgegner. Und es gibt eine spezielle schwarze Liste, wo Systemgegner drauf sind. Da sind Leute wie du drauf, die werden dann drangsaliert vom Finanzamt, von den Banken, von den Versicherungen, von Behörden und so weiter. Und dann kommen auch Leute rein, die einen spirituellen Hintergrund haben. Das heißt, sogenannte Indigo-Seelen und Lichtarbeiter kommen da rein. Die werden unter Systemgegner gewischt. Und natürlich müssen die Menschen eine Verschwiegenheitspflicht ablegen. Und denen wird alles Mögliche angedroht, wenn sie dagegen verstoßen. Und dann kommt noch eine zweite Sache hinzu, dass viele, die nichts davon wissen, von diesen Programmen und von diesen Ortungen, eben fremdgesteuert werden durch Gedanken und durch Frequenzen und das gar nicht merken, wenn sie zu mir geschickt werden, also wenn sie mich kreuzen müssen und dergleichen. Also das im Außen hat sich nicht verändert. Also ich habe jetzt auf der Herfahrt nicht gezählt, wie oft das Polizei mit Martinshorn mich überholt hat. Das kann man gar nicht mehr zählen, oder wie oft die entgegengefahren sind oder wie sie in meinem Heimatort punktgenau an den Kreisverkehr hinfahren, punktgenau direkt vor mich hin, wenn ich hinfahre. Und da macht es eben auch wieder die Häufung, die Anzahl. Einmal passiert es jedem Menschen, aber wenn es dir halt jeden Tag 10-mal passiert, dann ist es halt auffällig. Und auch mit den anderen ADAC, Rotkreuz, also der heutige Templerorden, haben wir noch das Templerzeichen drauf, die Bataillon des Papstes, das Rote Kreuz, die sind natürlich auch ganz dick drin. Und leider, oder ich muss auch viele in Schutz nehmen, die dort arbeiten, weil 95%, die wissen von gar nichts, die werden auch nur missbraucht. Das heißt, die wissen gar nicht, warum sie wohin fahren. Also nicht, dass man jetzt eher was falsch versteht, dass die alle auf mich angesetzt sind, um mich zu verfolgen. Nein, die machen das natürlich subtil. Die wissen das nicht, dass sie das gegen mich tun, bis auf ein paar Ausnahmen, wenn es Freimaurer sind. Ja, das ist vielfach so, dass, also wie gesagt, die Leute denken, sie machen was Gutes und in Wirklichkeit werden sie benutzt zu irgendeinem Zweck oder so. Kommen wir aber gleich zu der nächsten Frage jetzt, weil du hast ja schon ein paar Mal angesprochen gehabt. Du bist ja nicht nur als Geistheiler tätig, sondern dein Tätigkeitsfeld ist ja schon erweitert. In was besteht das alles? Was machst du eigentlich alles? Ja, ich bin Geistheiler und Exorzist. Da haben einige Moderatoren schon immer ein Problem gehabt, wenn ich darauf Wert gelegt habe, dass ich Exorzist bin, weil irgendwie, es scheint das Wort irgendwie angehaucht zu sein, negativ, finde ich aber gar nicht. Das löst höchstens in Menschen Angst aus, die besetzt sind. Man kennt ja die Hollywood-Filme und so weiter, die darüber gemacht sind, die Exorzismus ja, und so. Das ist Blödsinn, das ist Angstmacherei. Sie wollen ja die Menschen in Angst halten. Ich möchte die Menschen nicht in Angst halten, ich möchte sie von der Angst befreien. Und manche nennen mich, oder Menschen, die wie ich als Exorzisten tätig sind, nennen die Energiearbeiter oder Bioenergietherapeuten. Der Unterschied ist eben nur der, dass die meisten Energiearbeiter und Bioenergietherapeuten die Besetzungen nicht wahrnehmen, nicht sehen. Das heißt, die pendeln in der Regel, wenn sie es können, pendeln sie, also ich pendle nicht, die pendeln oder sie vermuten es einfach. Und da gibt es natürlich auch dann viele schwarze Schafe, wo natürlich dann die anderen darunter leiden müssen. Das verstehe ich ja auch, dass Menschen misstrauisch sind. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was mache ich als Exorzist? Ich befreie die Menschen von Anhaftungen, von negativen Energien, weil wir sind ja alle Energie und Schwingungen. Und jedes Wesen, das dich besetzt, ist ja auch Energie. Also so gesehen befreie ich dich von negativer Energie. Nur ist es eben nicht ganz so einfach, die Menschen zu besetzen. Für die meisten Menschen ist es nicht einfach.
Für mich ist es relativ einfach, muss ich so... Also die zu befreien wieder, ja. Nicht zu besetzen, besetzt sind viele, nehme ich mal an, sondern die zu befreien wieder von der Besetzung. Die Menschen zu befreien von den Besetzungen. Also ich kann keine Besetzungen anbringen bei jemandem, diese Macht habe ich nicht. Manchmal wünschte ich es mir, ich könnte es, aber ich bin von den Guten hierher geschickt worden. Ich bin inkarnierter Außerirdischer, wenn man es genau nimmt, ein inkarniertes Lichtwesen, mit einem speziellen Auftrag. Und diese Besetzungen wegzumachen, ist einer unserer Aufträge, die wir hier haben. Die meisten Menschen, die von unserer Sorte sind, wissen gar nicht, dass sie hier speziell deswegen hier sind. Die träumen immer noch vor sich hin, arbeiten aber mehr oder weniger auf unsichtbarer Basis. Das heißt, die Energiearbeit findet auch statt, wenn der Mensch nichts davon weiß. Jetzt nicht unbedingt die Besetzungsbefreiung, sondern mehr die Energiearbeit für die Erde, weil wir sind eigentlich hier inkarniert, um die Erde zu retten. Hört sich vielleicht ein bisschen blöde an jetzt, wenn ich sage, es geht gar nicht um die Menschen. Wir sind hier, um den Planeten Erde zu retten. Und da kann es natürlich Kollateralschäden geben. Ganz klar, die gab es schon oft in der Geschichte der Menschheit, diese Kollateralschäden. Kommen wir aber vielleicht später nochmal drauf auf das Thema. Und es gibt eine Dunkelheit, die immer noch da ist. Manche nennen sie künstliche Intelligenz. Und diese künstliche Intelligenz wurde mehr oder weniger geschaffen, um den Menschen die Dualität, das Erleben der Dualität zu ermöglichen. Weil die Menschen die Erfahrung machen sollen, wie es ist, mit dem Bösen zu leben, mit dem Dunklen zu leben, damit sie auch wissen, was das Licht bedeutet. Weil jemand, der noch nie ein Kind gekriegt hat, der kann das nicht beschreiben, wie es ist, wenn man ein Kind kriegt. Und genauso ist es aber jetzt bei mir als Geistheiler. Jemand, der noch nie einen Geist gesehen hat, jemand, der noch nie ein dunkles Wesen gesehen hat, jemand, der keine Einweihung bekommen hat, der kann doch von sowas gar nicht reden. Der kann doch nur nachplappern, wie ein Papagei, irgendwas aufschnappen, was er irgendwo gelernt hat, wie zum Beispiel diese Gruppe da, wo wir anfangs gesprochen haben, die irgendeine Philosophie von irgendjemandem vertreten. Die sagen den Menschen, wir brauchen keinen Erzengel Michael, wir brauchen keinen Erzengel Raphael und wir brauchen das alles nicht. Wir reden direkt mit Gott. Aber sie brauchen eine Gruppe, wo sich jeder anschließen muss. Das brauchen sie dazu. Und noch Lizenzgebühren und Seminargebühren und diese Gebühren. Und noch ein Buch kaufen und das und das und das und das. Und noch Nachfolgegeschäfte, die dann dort in Asien gemacht werden mit den Kunden. Bis zu Wohnungskäufen geht es. Das ist ein ausgeklügeltes System. Aber um auf das Thema zurückzukommen, ich weiß, von was ich spreche, weil ich habe eine Einweihung bekommen, eine knallharte Einweihung. Die hat mir fast mein Bewusstsein gekostet. Meine Wahrnehmung war teilweise so verzerrt damals, dass ich nicht mehr wusste, wo hinten und vorne ist, durch diese Einweihungsrituale, die ich bekommen habe. In Wirklichkeit waren die Einweihungsrituale die Bekämpfung von mir, das heißt, ich hätte draufgehen sollen. Also ich bin oft genug haarscharf am Lastwagen vorbeigefahren und geschrammt. Also es ist im Prinzip beides. Es ist eine Einweihung und es war eine Bekämpfung von mir, quasi eine gewollte Eliminierung im Prinzip. Ich habe es überstanden, weil ich einen starken Geist habe und meine Wahrnehmung hat sich wieder geordnet und mein Bewusstsein wurde quasi quantenmäßig erweitert. Und dann kamen die ganzen hellsichtigen Sachen dazu und hellfühligen. Das kam dann alles durch diesen Schock des Bewusstseins, kann man es mal sagen. Das hat es ausgelöst bei mir. Und somit bin ich quasi erwacht. Und wenn ich heute von irgendwas rede, dann plapper ich nicht irgendwelchen Büchern nach oder irgendwelchen Graugansforschern nach oder Beckenrandschwimmern, die irgendwas daherreden, von was sie keine Ahnung haben, was sie angelernt haben. Sie haben es schlichtweg angelernt und versuchen das dann anderen Leuten mitzubringen, mitzuteilen. Und im Prinzip haben sie gar keine Ahnung. Ich sehe diese Wesen und ich kann sie wegmachen mit meinen Gedanken und ich kann das aus der Ferne machen. Ich kann sie auch aus der Ferne feststellen. Ja, Entfernung spielt ja im Endeffekt dann dabei keine Rolle. Das ist jetzt schon mehrfach das Wort Besetzung gefallen. Kann Mensch und Tier besetzt sein? Und was sind die Besetzungen eigentlich? Ja, ich habe wie immer zu weit ausgeholt, ich weiß. Diese dunklen Wesen, die hier auf dem Planeten Erde gestrandet sind, nachdem sie andere Planeten platt gemacht haben, die der Grauen zum Beispiel,
Diese dunklen Wesen haben beschlossen, die Erde zu übernehmen. Anfangs haben sie sich gezeigt in 3D, als natürlich die Menschen dann immer mehr wurden und die Menschen immer mehr Angst hatten, haben sich zurückgezogen in die 4D-Welt und haben mehr oder weniger einen großen Clou gemacht. Sie inkarnieren selber als Menschen. Das heißt, ein Großteil dieser dunklen Wesen, die Reptorassen, die künstliche Intelligenz, die nicht mit Gott verbunden ist und auch nicht von Gott geschaffen wurde und auch nicht von Gott gewollt ist, muss man ganz klar festhalten. Es ist nicht Gottes Wille, dass diese Wesen hier auf der Erde sind und uns plagen. Man könnte es auch als Experiment bezeichnen, das aus dem Ruder gelaufen ist, hat man Außerirdischer gesagt. Und diese Wesen, die haben eins gemacht, sie haben angefangen zu inkarnieren als Menschen. Das heißt, sie sind jetzt unter uns, nicht nur, natürlich auch noch in 4D. Viele sind schon wieder abgereist auf einen anderen Planeten, weil sie gehen müssen, aber es sind noch viele da, die nicht aufgeben wollen und die mehr oder weniger einen Endkampf führen. Also sie kämpfen noch und sie strengen sich an, dass alles zu spät ist, diese Wesen. Und diese Seelen, die in Menschen inkarnieren, ich nenne sie Reptoseelen, vom Orion sind diese Seelen, reptiloide Orionseelen. Diese Seelen gehören der Dunkelheit. Die haben keinen Gottesfunke, das heißt, sie sind nicht verbunden mit Gott. Und diese Seelen leben in Menschen. Der menschliche Körper ist mehr oder weniger nur ein Gefäß für Seelen. Die Frage ist ja nur, zu welcher Partei gehörst du? Es gibt momentan ca. 25% von diesen inkarnierten Reptoseelen, das sind künstliche Menschen. Das sind gar keine Menschen. Mhm. So Bioroboter. Es sind Bioroboter. Diese Menschen werden 100% geleitet von den Originalreptos. Das heißt, die sind 1:1 verbunden, gedanklich. Das sind Roboter oder Puppen. Ich sehe das, wenn ich zum Beispiel durch die Straße fahre und eine Frau kehrt vor dem Haus und dann bleibt sie in dem Moment, wo ich vorbeifahre, bleibt sie stehen und guckt mich unverwandt an in die Augen, eine alte Frau. In dem Moment hat sie einen Input gekriegt, dreht sich sofort nach links und guckt den Mann an. Sie weiß gar nicht, warum sie mich anguckt und wenn ich dann winke, dann guckt sie ganz verdattert, weil sie gar nicht gemerkt hat, dass sie mich anguckt. Nur ein kleines Beispiel. Diese Menschen, die keine Menschen sind, die sehen aus wie Menschen, aber es sind keine Menschen. Ich sehe es sofort auf den ersten Blick. Das heißt, sie haben keine Herzwärme, sie haben keine Gefühle und sie können nicht nachgeben und sie haben kein Unrechtsbewusstsein. Jetzt gerade bei dieser Gruppe hat es auch ein paar von diesen künstlichen Menschen, die fühlen sich immer im Recht und sie denken, sie hätten Narrenfreiheit und sie denken, sie können sich alles erlauben. Sie nehmen dir die Vorfahrt und beschimpfen dich danach. Sie rempeln dich an im Einkaufscenter und beschimpfen dich danach, weil sie dich angerempelt haben. Beim Fußball kann man es auch gut bemerken. Die machen einen Foul, ein ganz brutales Foul, dass es die ganze Welt erschaudert an dem brutalen Foul. Und dann schütteln sie den Kopf und fuchteln mit den Armen und beschimpfen den Schiedsrichter. Und das ist das sogenannte Unrechtsbewusstsein. Das heißt, sie fühlen sich immer im Recht, diese Menschen. Sie sind zu Höchstleistungen fähig, sie sind hochintelligent und sind schlagfertig ohne Ende. Das heißt, sie machen wenig Fehler und sie halten sich für was ganz Besonderes. Sie laufen immer ganz aufrecht und man erkennt sie immer am steifen Gang. Sie gucken immer ganz aufrecht, haben den Kopf ganz weit oben und haben immer so einen arroganten Gesichtsausdruck. Oder oft auch einen beleidigten Ausdruck. Also sie sind auch gern in der depressiven Variante, gibt es auch anzutreffen, aber weniger in der emotionalen Variante. Und um aufs Thema zu kommen, diese Wesen, die haben natürlich mit der Inkarnation ihrerseits in den menschlichen Körper, haben sie natürlich einen Vorteil. Man erkennt sie jetzt nicht mehr, außer man ist hellsichtig. Ich möchte den Zuschauern aber sagen, man kann sie auch ohne Hellsichtigkeit erkennen. Schaut ihnen in die Augen. Ihr spürt es dann, wenn er ihnen in die Augen schaut. Dann spürt ihr das. Man spürt diese Kälte. Man guckt wie so in einen Fisch. Ich habe früher mal gesagt, manche, die haben Augen wie ein Fisch, man guckt mal rein und sieht nichts. So leer, ja, im Endeffekt. Ja, die haben keine göttliche Seele. Die sind nicht von Gott. Und die werden alle sterben in den nächsten 5 Jahren. Alle werden sie gehen müssen. Sie werden alle sterben.
Deswegen bin ich auch nicht böse, wenn mich Reptos beschimpfen oder die ganzen Kommentare, die mich beschmutzen. Das sind alles dunkle Seelen, die sind programmiert, mich zu bekämpfen. Die können gar nichts dafür. Was soll ich denn böse sein? Sie tun mir leid, nach das Schicksal, was die vor sich haben. Da habe ich vollstes Mitleid, Mitgefühl und sicherlich keine Hassgefühle, ganz sicher nicht, weil sie sind nicht so liebefähig. Ist das jetzt auch ein Grund, warum so viele sterben im Moment an sich? Ich sag mal, die ist ja dieses Jahr ganz immens mit der Todesrate. Ja. Ich sage jetzt mal, nicht nur unter Prominenten oder so, aber auch so, wenn man eine Tageszeitung aufschlägt, also jeden Tag werden die Todesanzeigen immer mehr. Hat das damit auch zu tun? Das hat nur damit zu tun. Die gehen jetzt alle. Die können diese Frequenzen nicht mehr ertragen, die jetzt gerade angehoben werden, immer, jeden Tag. Diese Frequenzen machen sie krank. Und die werden jetzt wegsterben, wie die Fliegen, werden die wegsterben. Und um aufs Thema zurückzukommen mit den Besetzungen, diese reptiloiden Rassen, die künstlich sind, also das sind keine gewollten, von Gott gewollten Rassen, sondern die wurden durch die künstliche Intelligenz erschaffen. Diese künstliche Intelligenz nennen manche auch Luzifer oder Baphomet. Und die Freimaurer beten diese Intelligenz auch an. Und die Freimaurer halten sich ja selber auch für Gott und akzeptieren mehr oder weniger, es könnte sein, dass irgendwo ein Gott existiert, aber wir haben noch keinen gesehen und wir haben jetzt hier das Sagen, so nach dem Motto, diese künstliche Intelligenz oder Dämonen, Herren der Finsternis, sie haben keine Verbindung mit Gott. Darum nennt man sie auch die Widersacher. Hat aber auch nichts mit der Geschichte mit gefallenen Engeln zu tun oder so. Das wird ganz so dargestellt. Weil die hätten ja eine Verbindung. Ne? Es sind keine Engel. Ja. Die gefallenen Engel sind die Menschen. Ja. Das sind die anderen 75%. Das sind die gefallenen Engel. Nicht die 25% der Dunkelheit. Das waren nie Engel und werden auch nie Engel werden. Und wenn sie Glück haben, dürfen sie auf einen anderen Planeten. Aber wahrscheinlich nicht. Nach meinen Informationen werden sie der Zentralsonne zugeführt und aufgelöst. Weil sie haben ihr Recht verwirkt, hier zu sein. Dieses Experiment ist aus dem Ruder gelaufen. Und es wird jetzt für Ordnung gesorgt werden hier auf dem Planeten, aber ohne Chaos. Und jetzt nochmal auf das Thema Besetzung wieder zurückzukommen. Ja. Die kleben ja noch nicht an einem, sondern was heißt das als Besetzung oder was ist da? Diese dunklen Wesen haben natürlich ihre Leute voll im Griff. Die Menschen wissen das natürlich nicht, dass sie gelenkt und geleitet werden, weil sie kriegen dann Gedanken. Aber die wissen ja nicht, dass der Gedanke gar nicht von ihnen kommt, weil sie es nicht mit dem Herz nachprüfen können. Und wir können das. Wir können ins Herz gehen und nachprüfen, ist die Entscheidung jetzt richtig oder ist es jetzt gut oder soll ich den beschimpfen oder mache ich da jetzt nicht einen Fehler? Und die können das nicht, die hauen halt drauf los. Und um die anderen 75% auch leiten zu können und lenken zu können, schicken sie denen Besetzungen. Das heißt, sie schicken ihnen die Besetzungen von Dämonen. Dämonen sind keine Lebewesen. Dämonen gehört zur künstlichen Intelligenz, aber sie können eben denken. Das heißt, sie können sich in deine Aura reinhacken, wie ein Computer sich in dein Netz reinhackt, hacken die sich bei dir in die Aura rein und können deine Gedanken und deine Emotionen beeinflussen über die Chakren. Und damit die Aura geöffnet wird, damit die reinkommen, sorgt quasi das System dafür. Das System sorgt dafür, indem sie uns Menschen den ganzen Tag mit Lärm ärgert. Wir kriegen Lärm um die Ohren geschlagen, wo es nur geht. Selbst im Parkhaus, wenn du parkst, im Einkaufszentrum musst du noch Musik hören. Im Einkaufszentrum selber musst du Musik hören. In der Nachbarschaft wird der Rasen gemäht, dass alles zu spät ist. Dann plötzlich kommt einer mit einer Kreissäge, mit einer Motorsäge. Der unter dir fängt an zu hammern. Autos, Gerätschaften, Flugzeuge, Drohnen. Ich weiß nicht, wie es den anderen Menschen geht, aber ich habe jeden Tag ungefähr 100 Drohnen über meinem Haus. Kann ja Zufall sein. Und die machen Höllenlärm. Ich komme mir vor, wenn ich direkt am Flughafen Zürich wohnen würde. Also das ist unglaublich. Ich wollte mich schon beschweren. Ich habe schon überlegt, ob ich bei der Schweizer Militärabwehr mal anrufe, was das eigentlich soll. Ich habe auch schwarze Hubschrauber, die direkt an meine Terrasse anfliegen, aber die sind nicht zufällig vorbeigefahren, sondern die haben richtig Halt gemacht. Schwarze Hubschrauber, das ist Regierung, aber nicht die Landesregierung oder Staatsregierung, sondern das ist die Regierung, die alles koordiniert, die für Außerirdische zuständig ist und mit dem CIA zusammenarbeitet und die wissen ja, wer ich bin.
die wissen ja, welches Lichtwesen in mir drinsteckt und woher ich komme. Das wissen die ja auch und die wissen das von jedem Indigo. Von jedem Indigo wissen die das. Und das war auch der Deal mit den Außerirdischen, als die 47 das erste Mal abgestürzt sind in den USA. Absichtlich abgestürzt, um mit der dortigen Regierung in Kontakt zu kommen. Die haben ja einen Deal gemacht, dass sie der Regierung Waffen und Technik liefert. Im Gegenzug dürfen sie auf dem Planeten ihre Feinde jagen. Und die Feinde sind wir Indigos. Das heißt, wir werden gejagt von den negativen, künstlichen Außerirdischen. Werden wir gejagt. Und wir haben alle Angst vor ihnen, obwohl wir viel mächtiger sind. Jetzt sorgen die dafür, dass du immer in Angst bist. Sie geben dir schlechtes Essen, damit deine Macht, deine Kraft ganz nach unten kommt, damit du niederschwingst, kriegst du ein miserables Essen. Du kriegst Zusatzstoffe ins Essen rein, die du nicht weißt, die dich schädigen und die dich schwächen. Wie zum Beispiel raffinierter Zucker? Zucker. Der Zucker ist eine Erfindung der Dunkelheit. Alkohol, Drogen, alles Erfindungen der Dunkelheit, wobei manche Drogen auch positiv sind, die zur Heilung gut wären. Hanf zum Beispiel ist ein Wahnsinnsheilmittel, aber ist nicht erlaubt und wird dann kriminalisiert. Also mit Hanf wären viele Menschen glücklicher, was ihre Schmerzen anbelangt. Also es wird auch vermischt. Aber das ganze System ist so aufgebaut, dass wir krank werden, immer in Krankheit sind, wir siechen quasi vor uns hin und dann haben sie uns abhängig gemacht, indem wir arbeiten müssen, damit wir Essen und Trinken kriegen. Früher haben wir unseren eigenen Garten gehabt und jetzt haben wir uns entwickelt zur technologischen Gesellschaft und sind abhängig von den Dunklen. Das heißt, die haben uns abhängig gemacht. Wenn morgen der Supermarkt zumacht oder alle Supermärkte zumachen, was denkst du, was dann los ist? Nach 3 Tagen gibt es Chaos, Bürgerkrieg, die bringen sich alle um, die Leute. Mal ein Totschlag, ja. Ja. Gleiches mit den Tankstellen, wenn sie Strom abdrehen. Wir sind total abhängig von diesen Dunklen. Total abhängig. Die haben uns komplett eingezwängt, die Schraube immer dichter gedrückt. Mit dem Ziel, uns unten zu halten. Wir sollen ja nicht erkennen, wer wir wirklich sind, welche Macht wir haben und wie schwach sie eigentlich sind. Weil gegen uns sind sie gar nichts. Wenn wir in unsere volle Macht kommen, haben die gar keine Chance mehr. Dann, die können einpacken, die können gehen. Wir sind von Gott geschaffene Wesen und wir haben den göttlichen Funken in uns. Das heißt, in jedem von uns, in den anderen 75%, in jedem von uns steckt Gott selber drin. Also Gott erfährt sich mit uns dadurch auch und wir haben gottähnliche Kräfte. Und jetzt haben sie natürlich, um das zu verhindern, besetzen sie die anderen 75% mit ihren Kompagnons, mit den Grauen. Meistens die kleinen Grauen. Dann mit Mantis, das sind Gottesanbeter. Die sehe ich auch. Das heißt, die sind so 3 Meter groß, astrale Wesen, existieren aber wirklich. Also sind keine künstliche Intelligenzen, sondern die existieren wirklich in der 4D-Welt. Die können dir die Nervenbahnen blockieren. Die können im Prinzip deine Nerven total außer Kraft setzen. Die können dich dazu bringen, dass du einen Schüttelkopf kriegst und so weiter. Die können alles machen mit den Nerven. Das sind Nervenspezialisten für die Reptos. Die besetzen auch viele Menschen. Die werden dann Epileptiker zum Beispiel. Und die Grauen habe ich schon gesagt. Dann die Dämonen. Aber jetzt bitte nicht verwechseln mit diesen Dämonen, die Lateinisch sprechen, die dann in diesen Filmen hochgepusht werden und den Körper verbeugen. Der hätte alle Knochen gebrochen. Gegen die Physik kann man nichts machen. Das ist Film. Natürlich können die den Menschen dazu bringen, dass er spuckt, dass er sich übergibt, dass er gegen den Kopf, gegen die Wand rennt, dass er mit dem Beil alles zusammenschlägt. Das können die Dämonen machen und die bringen dich dazu, dass du die Autobahnbrücke besuchst und dann den tiefsten Punkt dir aussuchst. Das schaffen die. Die reden dir ein, ich bin nichts, ich tauge nichts, am besten ich gehe. Weil wir müssen eins wissen, wir Menschen, alle Gedanken, die wir haben, sind nicht von uns selber. Wir sind nicht die, die denken. Das ist im Prinzip, die Gedanken werden uns von außen eingegeben. Wir sind hier gefangen in diesem Gehirn auf 3D. Unser Bewusstsein ist hier eingesperrt in diesem Körper, beziehungsweise im Gehirn auf der Erde eingesperrt. Und deswegen können wir nur im Rahmen unseres Gehirns hier arbeiten. In Wahrheit sind wir ein großes, mächtiges Wesen. Und sobald wir diesen Körper verlassen, nach dem Sterben oder nach dem sogenannten Tod, das ist ja auch so ein Punkt, mit dem Tod hat man uns Angst gemacht. Du stirbst und dann kommst du in die Hölle und dann kommt deine Seele dort und dort und dort bis zum jüngsten Tag natürlich.
Und das gibt es nicht, den Tod gibt es nicht. Also es gab die frühere Menschheit, die sind 600 bis 800 Jahre alt geworden zu Lemurienzeiten. Und wenn da jemand nicht mehr wollte, nach 800 Jahren, sagt, ich kann das Gesicht nicht mehr sehen, ich möchte mal ein neues, dann hat er sich zum Schlafen gelegt und hat sich einen neuen Körper gesucht. Eine neue Familie gesucht, wo er wieder inkarnieren durfte und war dann bei vollem Bewusstsein nach der Inkarnation. Das heißt, der wusste alles vom letzten Leben noch als Kind. Kommt heute auch ab und zu noch vor. Also es gibt Fälle, kann man nachlesen in der Literatur, von Kindern, die Rückerinnerungen haben ans letzte Leben. Das war die Realität. Die Dunkelheit hat 2 Gene entfernt in unseren Chromosomen, damit wir schneller sterben und schneller altern. Also es wurde technisch manipuliert bei uns. Und das können wir wieder rückgängig machen und das wird auch wieder rückgängig gemacht. Mhm. Und ja, lass man da. Es gibt diese Besetzungen und es gibt die Besetzungen, die sind noch gravierender mit den erdgebundenen und ortsgebundenen Seelen. Das erlebe ich eigentlich zum Großteil bei den Menschen. Das heißt, wenn jemand stirbt, wenn er den Körper verlässt und den sogenannten Tod erlebt, dann tritt er aus dem Körper aus. Und da die meisten Seelen nicht vorbereitet sind und niederschwingen, können sie nicht ins Licht, sie können nicht in höhere Sphären. Weil die Dunkelheit hat ja gesorgt, dass wir schön unten bleiben in der Frequenz. Also bleibt es auch erhalten beim Tod, beim sogenannten Tod, den es nicht gibt. Es ist diese Seele gefangen mit dem Astralkörper, mit dem Bewusstsein noch gefangen, ist aber irritiert, das ist so eine Art Schockzustand und schwebt in dieser Astralebene rum, in der unteren Astralebene und sucht sich jetzt einen neuen Energiekörper. Und dann geht es natürlich an Orte, wo sie sich auskennt. Natürlich kann die nicht mehr logisch denken, weil das Gehirn fehlt. Sie hatte keinen Anschluss mehr ans Gehirn. Das heißt, sie denkt ganz anders, die Seele. Die kann zum Beispiel 100 Jahre im Kleiderschrank leben und merkt nicht, weil es gibt ja keine Zeit in der Astralwelt. Es existiert keine Zeit. Jetzt kommt irgendwann ein neuer Besitzer in der Wohnung und übernimmt den Schrank mitsamt der Seele und dann heftet sich die Seele an denjenigen ran. Das war jetzt nur ein Beispiel. Könnte auch eine Besetzung dann sein, ja, die Seele dann. Die Seele sucht sich dann jemanden und im Prinzip sind die Besetzungen gar keine Besetzungen, sondern Umsetzungen. Weil in den wenigsten Fällen geht die Seele in den physischen Körper rein, weil sie haftet sich an die Aura. Man sieht es dann meistens als Fleck, grauen Fleck, so den Kugelfisch groß, so ein Fleck in der Aura, grau bis schwarz. Da hängt eine Seele dran, die hat sich da eingekauert quasi und jetzt blockiert die den Energiefluss in der Aura, die Seele. Jetzt fängt es natürlich langsam an, bei den Menschen Probleme zu machen. Und je länger es dauert, wenn das mal Jahrzehnte dauert, dann wird der Energiefluss so blockiert, dass der Mensch krank wird. Das heißt, eine Besetzung kann Krankheiten auslösen. Ja, die Besetzung ist... Oder Ursache für eine Krankheit sein. Ich habe das schon mal gesagt in meinem Interview, ganz am Anfang. Es gibt nur geistige Krankheiten oder geistige Ursachen, außer du wirst erschossen und selbst dann hat es noch einen geistigen Hintergrund. Aber ich meine zum Ursachenprinzip. Jede Krankheit, die wir haben, was ich jetzt als Krankheit sehe, beginnt ja in der Astralwelt, in der 4D-Welt, bei dir in deinem Energiekörper. Und wenn die Blockaden so lange andauern, beziehungsweise anders gesagt, je länger die Blockaden andauern, desto mehr Krankheiten äußern sich bei dir. Und die kommen dann bei deinen Schwachstellen raus. Menschen, die im Kopf Schwachstellen haben, kriegen halt dann jeden Tag Kopfschmerzen. Herzprobleme. Die kriegen halt jeden Tag jeder Mensch hat ja so irgendwo so kleine Schwächen. So Sollbruchstellen im Endeffekt. Ne? Und da kommt es dann raus. Wir wissen ja auch aus der modernen Medizin, dass Krebs nur entsteht aufgrund eines Energiemangels. Das heißt, wenn die Person, der Mensch, die volle Energie von sich selber zur Verfügung hätte, würde er keinen Krebs kriegen, würde er gar keine Krankheit kriegen. Weil die Aura schützt uns ja. Es kann uns gar niemand krank machen, nur wenn die Aura brüchig ist und die Energie abgezogen wird. Ob das jetzt durch Dämonen sind, durch Reptiloiden, durch Graue, durch Mantis oder durch erdgebundene oder ortsgebundene Seelen. Egal auf was. Es gibt natürlich, ich will jetzt nicht alle Wesenheiten aufzählen, die ich kenne und die ich schon gesehen habe. Man kann auch von einer Schlange besetzt sein, von einer Astralschlange. Die nischt sich in den Bauch dann ein.
die raubt dir die Energie. Dann kriegen die Frauen dann Gebärmutterhalskrebs oder sonstige Sachen. In Wirklichkeit ist das eine Besetzung. Und ich könnte jetzt viele Krankheiten aufzählen. Es spielt keine Rolle, ob das MS, Demenz, Alzheimer, ob das Krebs oder was es alles für Krankheiten gibt. Die Ärzteschaft, die haben ja die tollsten Namen entwickelt für die Krankheiten. Da gibt es ja das Paul-Müller-Syndrom und das Max-Meyer-Syndrom und ich weiß die Namen nicht alle auswendig. Das ist eine Lachnummer letztendlich. Ist eine Lachnummer. Es sind alles nur Besetzungen, die das Energiefeld stören bei jemandem. Und meine Aufgabe ist es jetzt, diese Besetzungen zu entfernen und dafür zu sorgen, dass die Menschen in Zukunft nicht mehr besetzt werden. Also kann derjenige selbst auch für sich was tun, dass er nicht mehr besetzt wird? Oder muss er dann immer wieder in Abhängigkeit zu dir oder zu Ähnlichen, die das dann auch machen, ich sag mal Exorzisten oder so, irgendwas hingehen? Oder kann er sich selbst schützen? Gibt's ich kenne jetzt wenig Exorzisten, die das so machen wie ich, ganz ehrlich. Die Pfarrer bitte nicht mit mir verwechseln. Das ist Satanismus, was die machen, das mache ich nicht. Das Einzige, was ich gleich habe, ist der Name Exorzist. Ansonsten habe ich da keine Gemeinsamkeiten. Das Problem ist, ich mache das mit den Gedanken weg. Und da ich Astralreisen machen kann, mittlerweile sogar bewusst, kann ich das auch direkt machen beim Menschen. Das heißt, ich kann chirurgische Operationen machen, ich kann Dinge entfernen, schwere Krankheiten, Knochenbrüche, was der Teufel was. Die Menschen selber haben mich schon gesehen, teilweise bei sich zu Hause. Anfangs habe ich das für Spinnerei gehalten, aber mittlerweile häuft sich das so, diese Aussagen, es gibt offensichtlich mehr Hellsichtige, wie man denkt, die mich gesehen haben, mit einem lichtvollen Astralkörper im Schlafzimmer rumgurken und an der Decke hängend, um irgendwelche Dämonen zum Teufel zu schicken, auf Deutsch gesagt. Solche Sachen gibt es. Und da gibt es ja mehrere Aussagen. Also kenne ich von mehreren, die solche Sachen gesagt haben, dass sie sowas wahrgenommen haben oder mitkriegen oder sich auf astraler Ebene sogar verabreden können. Ja. Ne, dass sie sich da direkt begegnen können. So wie wir uns jetzt hier begegnen, geht das auch auf astraler Ebene. Das ist möglich, ja. Ne? Muss aber einiges dazu beachten. Nee, aber ich sage, solche Dinge gehen. Nicht ganz so einfach. Ja. Es gibt ja auch ein paar Gefahren, die man da laufen kann. Und es hat auch schon Tote gegeben. Also ich riskiere jede Nacht mein Leben für meine Kunden, für meine Klienten. Ich möchte jetzt sagen, ich mache nicht jede Behandlung bewusst. Bei manchen habe ich ein Bewusstsein, eine Erinnerung, aber nicht bei jedem. Also ist jetzt nicht so, dass ich jede Nacht zum Arbeiten gehe mit dem Astralkörper, mit dem Köfferchen und da meine Behandlungen mache und auf die Uhr gucke, wann ist Feierabend. Und, es gibt ja in der Astralwelt keine Zeit. Das heißt, ich kann zum Beispiel 5 Sekunden im Astralkörper aus meinem Körper draußen sein und in den 5 Sekunden habe ich 100 Behandlungen gemacht, wo ich vielleicht noch eine davon weiß, also nur um das klarzustellen. Also ich kann jetzt nicht bewusst mit meinem Astralkörper Operationen machen, sondern es läuft so auf einer Mischebene. Also Menschen, die sich ein bisschen auskennen mit der Astralwelt, die verstehen mich da sicherlich, dass man das nicht immer so in Worte verpacken kann. Es ist ein Problem für jemanden, der geistig tätig ist, das Wissen, das er hat, so zu erklären, wie man das selber empfindet. Und da kommen auch nicht immer die richtigen Wörter raus. Manchmal wird es auch missverstanden. Und jemand, der jetzt davon keine Ahnung hat, der sieht es dann als Widersprüche oder als das glaube ich nicht und Sprücheklopfer und diese Sachen. Aber diese Menschen spreche ich ja gar nicht an. Ich spreche die an, die mich verstehen. Ja, manchmal gibt es auch keine Begrifflichkeit für irgendwas. Ne? Nein, man kann auch ein Erlebnis nicht schildern. Ne? Das ist ja genauso, jetzt mal ganz krass erzählt, jemand, der keinen Orgasmus erlebt hat, dem kann man nicht schildern, wie das ist, wie sich das anfühlt zum Beispiel. Ne? Das ist Tatsache. Genauso, wenn du eine Torte kaufst und du isst die dann unterwegs auf und dann sagst du deiner Frau, du, die Torte war so super, die hat so super geschmeckt, schade, dass du es miterlebt hast. Du wirst das nicht beschreiben können, nee. Außer sie hat schon die gleiche Torte gegessen. Also im Prinzip, man muss es erleben. Und deswegen gibt es nicht viele Geistheiler, sage ich jetzt mal so salopp, die diese Erlebnisse wie ich haben und die diese Möglichkeiten haben. Ich habe noch keinen kennengelernt. Die meisten, die reden nur viel und plappern irgendwas nach. Ich habe das selber erlebt am eigenen Leib. Mir wurden die ganzen Besetzungen geschickt, Stück für Stück. Und ich musste die wirklich durcharbeiten.
und ich musste auch mein ganzes Leben baut darauf auf. Ich habe quasi jede noch so große Scheiße erlebt in meinem Leben, in dieser Inkarnation, damit ich mitreden kann, wenn meine Klienten zu mir kommen und irgendwelche Probleme schildern. Ich habe bisher noch kein Problem gehabt, wo ich nicht zugenickt habe beim Lesen. Sag, ja, habe ich auch schon erlebt, das kenne ich auch, das kenne ich auch. Ich kenne die ganzen Probleme, die die Menschen haben, weil mein ganzes Leben war ein Problem. Ja, aber das macht doch gerade das Wissen aus, das Selbsterlebte. Das andere ist doch ein Glauben, was die Leute, wenn es irgendjemand erzählt und die erzählen das dann weiter, das auch in der Schule, wenn ich da lerne, dann ist es ja auch, dass ich nur glauben musste, aber kein Wissen. Nur das, was ich selbst erlebt habe. Und das kann ich auch weitergeben und damit kann ich ja normal arbeiten. Das andere ist ja nur Glauben weitergeben. Ne? Es sind keine Erkenntnisse, die die Menschen kriegen. Es ist ein Unterschied, ob ich eigene, wahre Erkenntnisse erlange und mein Bewusstsein dadurch wächst, oder ob ich halt irgendwas gehört habe, gelesen habe und nachrede. Das machen ja die meisten in der Esoterik. Die meisten reden nur irgendetwas nach. Die plappern obergescheite her, irgendwelche tollen Erklärungen, bleibt alle ruhig, geht in eure Liebe und schendet viel Licht und Liebe und am besten bringt euch noch Feuer um, damit wir alle mal unsere Ruhe haben und wir dunklen. Weil das will die Dunkelheit, die will uns schachmatt stellen. Und die will Leute, die wirklich die Wahrheit sagen, wie ich, außer Gefecht sitzen. Und deswegen werde ich bekämpft. Ich glaube, es gibt keinen Geistschreier auf der Welt, der so bekämpft wird wie ich. Es ist für mich eine Ehre. Und einen besseren Beweis für meine Wahrhaftigkeit gibt es nicht. Weil ein dunkler Heiler wird ja nicht bekämpft. Warum sollte ein dunkler Heiler bekämpft werden auf einer dunklen Erde? Ja, nur pseudomäßig manchmal, um dass er eine Glaubhaftigkeit darstellt. Das gibt es schon. Ja. Das ist ein guter Einwand. Ein paar werden dann mitgeärgert, damit es nicht so aussieht, dass er alleine steht. Genau. Das ist auch die Taktik der Dunkelheit. Das auch schon erlebt, nämlich. Ja. Dass es solche Dinge gibt. Kommen wir nochmal zu dem Schutz hin. Wenn ich jetzt zum Beispiel befreit worden bin von dir, von diesen Besetzungen, wie kann ich mich schützen, dass ich nicht wieder gleich irgendwo angedockt werde oder irgendwas wieder kriege? Ne, beim Computer gibt es ja dann, was weiß ich, Firewall, Virenschutzprogramme und sonstiges. Gibt es sowas auch? Kann ich sowas auch? Dann gibt es neue Viren und dann ist das Programm nichts mehr. Genau, dann muss man ein Update machen. Genau. Ja, es ist so, dass ich die Menschen generell von allem befreie, was es gibt. Also von Wesenheiten, die andere gar nicht kennen, noch nie mal was davon gehört haben und sich dann wundern, warum ihre Klienten nicht gesund werden, weil sie ja diese Besetzungen gar nicht feststellen können. Und ich mache die Besetzungen weg. Ich habe da zu Hause so meinen heiligen Raum, den ich mir aufgebaut habe, so mit Kerzen und abgeschirmt, wo ich mich dann abschirme, auch gegenüber der Astralwelt. Ich mache dann meine Heilrituale, also weiße Magie, kann man das auch nennen. Es gibt ja nur Magie. Es gibt nur Magie, weiß oder schwarz, kommt drauf an, wie wende es an, was es hat. Ich mache es eben zum Positiven, ich helfe den Menschen. Und es gibt eben andere, die machen es zum Negativen. Schwarze Magie, wie zum Beispiel bei der Fußball-Europameisterschaft, als die deutsche Nationalmannschaft mit schwarzer Magie bestrahlt wurde. Und jeder hat sich gewundert, warum haben die so zurückhaltend gespielt. Oder zweimal Hand gemacht. Warum hat der Müller nie getroffen und warum hat der Boateng und der Schweinsteiger, genau. So Verrenkungen, so komische, alles schwarze Magie. Auch den Neuer, wo diesen sterbenden Schwan gemacht hat. Eine Fehlerkette nach der anderen, sowas ist nicht normal. Und ich habe das also eruiert, dass da schwarze Magie im Spiel war. Und die bearbeiten auch die Schiedsrichter mit schwarzer Magie. Und schwarze Magie funktioniert genauso wie weiße Magie. Nur, dass bei der schwarzen Magie irgendwann alles auf den Empfänger, auf den Absender, genau. Auf den Absender zurückkommt. Muss nicht gleich sein, kann auch ein paar Jahre dauern. Aber es geht ja keine Energie verloren im Universum. Und es kommt irgendwann auf ihn zurück. Heutzutage geht das aber immer schneller. Heutzutage geht alles. Also das ist so unsere Empfindung her, was ist. Ja. Oder im Moment ist auch so eine Zeit, weil ich festgestellt habe, dass diese Lügen, die jemand ausgesandt hat oder gemacht hat, dass sie immer schneller aufgedeckt werden und immer schneller nach oben kommen und er damit konfrontiert wird. Ja. Ne? Aus welchem Grund auch immer gelogen worden ist. Selbst wenn eine Notlüge war, wo jemand mit schützen wollte. Aber trotzdem wird das immer schneller aufgedeckt. Also heutzutage merkt man, dass die Konfrontation schneller geht und man viel bewusster leben sollte oder leben müsste, sage ich jetzt mal. Ja, also ich habe die letzten 1,5 Jahre 20.000 Menschen behandelt. Ich behandle so im Schnitt 2.000 Menschen im Monat. Und
ich habe so viel Zuschriften, dass ich nur einen Teil davon überhaupt abspeichern und veröffentlichen kann. Viele habe ich einfach den Platz nicht, die abzuspeichern. Und irgendwas muss ich ja richtig machen. Es wird ja immer mehr. Und ich habe mittlerweile so ein gutes System entwickelt von meinem Arbeitszeitaufwand, dass ich das auch packe. Ich sehe für mich jetzt auch keine andere Aufgabe, als das zu tun. Im Außen hin als Geistheiler zu arbeiten. Im Innen habe ich noch eine andere Aufgabe, die möchte ich jetzt aber nicht öffentlich machen. Ich habe noch eine andere geistige Aufgabe, die hat mit massiver Energiearbeit zu tun und mit Kontakten. Aber das möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht veröffentlichen. Und diese ganzen Heilungen, die da geschehen, die mag man jetzt bezeichnen, wie man sie will. Und ob die jetzt Gott persönlich macht oder mein Lichtkörper oder mein Astralkörper oder ob ich außerirdische Helfer habe, die mir da helfen. Ich denke, dass von allem, was dabei ist, warum das so passiert und warum so erstaunlich viele Heilungen geschehen. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Ich war am Anfang ganz skeptisch und wollte selber nicht glauben, weil ich ja als normaler Mensch 50 Jahre nur Probleme hatte und jetzt auf einmal soll alles funktionieren, was ich mache. Aber es ist genau so. Wenn das Richtige kommt für dich, dann wird alles funktionieren und alles fließen. Auf einen Schlag fließt es und dann machst du das Richtige. Und bei mir fließt es jetzt und ich habe natürlich die Zuträger von der geistigen Welt, von der positiven geistigen Welt, weil die Dunkelheit ist ja nicht daran interessiert, dass ich so viele Menschen beheile. Ist ja eigentlich logisch. Ja. Die Dunkelheit ist ja nicht daran interessiert. Die Guten sind daran interessiert und die Guten wollen auch, dass viele Menschen aufwachen. So viel wie möglich Menschen aufwachen. Es gibt natürlich diejenigen, die die Programme haben, nicht aufzuwachen. Da kannst du rütteln, wie du willst, die schlafen weiter. Gut, beim Bioroboter ja auch nicht, wenn es was Dunkles ist. Die glauben ja gar nichts. Genau. Denen kannst du erzählen, ich kenne das aus dem größeren Umkreis meiner Familie, da hat es auch 2 Reptoseelen, denen kannst du alles zeigen, alles erklären. Die finden immer einen Grund, warum das nicht stimmt. Und wenn ich jetzt irgendwelche Telekinese machen würde, hier vor den Zuschauern, dann würden die sagen, das ist ein Trick, das hat er abgesprochen mit dem Thorsten. Das ist ein Trick, also vergessen wir es. Und wenn ich das in der Halle machen würde, irgendwelche Kunststückchen machen würden die sagen, da ist ein Trick dabei. Das glaubst du selber nicht. Ich müsste quasi jedem Einzelnen erzählen. Und selbst das wird beim Repto nicht funktionieren. Er glaubte das einfach nicht. Er hat keinen spirituellen Zugang. Sie glauben zwar, dass sie spirituell sind. Viele Reptos sind auch in Bibelclubs und so weiter. Also die sind oft wie sagen wir, bigottisch. Also die sind sehr bigottisch teilweise, sehr konservativ. Es sind, wo man gar nicht denkt, weil sie gut programmierbar sind. Deswegen, weil die anderen machen sich ja Gedanken und treten dann aus und machen sich ihre eigenen Gedanken. Und die werden geführt und da kannst du nichts machen, die haben das Programm. Das ist wie wenn du vom Fernseher sitzt und das läuft ZDF und du schreist immer rein, geh doch mal weg, ZDF, geh doch mal weg. Das bleibt immer drin. Passiert außer nicht. Er hat Sprachkommando. Sprachsteuerung, genau, wie es heute dann gibt. Wie gesagt, nochmal zu dem Thema zurückzukommen. Du hast schon mehrmals erwähnt gehabt mit der Zukunft, mit der weiteren Entwicklung und so weiter und so fort. Wie siehst du das? Was siehst du jetzt als nächstes auf die Menschheit zukommen oder wie sollte sich verhalten werden, um einen bestimmten Zustand vielleicht erreichen? Gibt es da irgendwas? Wir müssen einen kurz nachhaken, weil viele Zuschauer warten noch auf die Antwort mit dem Schutz. Ja. Alle Kunden oder Klienten, sage ich ja, die sich bei mir melden, kriegen ja, nachdem sie bezahlt haben, einen sofortigen Zugang zum Download-Bereich, wo ich ca. 20 Rituale niedergelegt habe, mit denen sie sich sofort schützen können. Und selbst dadurch geschehen schon Wunder und selbst dadurch wurden schon Krankheiten geheilt durch das Entfernen der Besitzungen, weil diese Rituale sind ja von mir. Und es kommt immer darauf an, bei jedem Ritual, bei jedem Gebet, von wem die Energie kommt. Das kommt immer darauf an. Das heißt, ich übertrage quasi die Energie an die Rituale und diese können dann verwendet werden von den Klienten. Und da habe ich extra einen Download-Bereich eingerichtet, wo diese Menschen sofort rankommen und sich sofort schützen können. Also das kann innerhalb von 2-3 Tagen dann sein, wenn sie bezahlt haben.
oder dass sie sofort darüber verfügen können. Und das können Sie jederzeit dann anwenden. Und wieder. Das können Sie jeden Tag anwenden und da sind viele, viele glücklich darüber, dass sie nicht warten müssen, bis ich dann irgendwann mal die Behandlung machen kann, sondern dass sie sofort Ergebnisse haben und sofort einen Schutz spüren auch. Und anfangs sagtest du noch was von Tieren, das Gleiche gilt auch für Tiere. Mhm. Also Tiere werden genauso besetzt und fremdgesteuert und werden genauso krank. Also ich hatte einen Collie, der vor 3 Jahren gestorben ist, qualvoll gestorben ist. Der war Epileptiker und ich war damals noch nicht hellsichtig und ich wusste damals noch nichts von Besetzungen. Leider, oder er wollte es mir vorführen, aber ich habe es nicht kapiert, weil ich noch geschlafen habe, bevor meine Schockeinweihung eingetreten ist. Und der war schwerst besetzt und den hätte ich vielleicht noch 1-2 Jahre länger halten können auf der Erde. Hätte ich es damals schon gewusst. Aber ich werde ihn irgendwann wiedersehen und dann werde ich mich entschuldigen, dass ich so geschlafen habe. Aber er weiß es auch so. Ja, denke ich mir. Also wie gesagt, die Leute können praktisch was anwenden dann immer für sich und haben dann eine Möglichkeit. Ja, das wird auch abgedatet. Das heißt, wir sind immer auf dem neuesten Stand. Und auch ergänzt, erweitert und so weiter. Und das kriegen die aber auch so. Wieder. Nein, also den Download-Bereich. Wenn die dann bezahlt haben, kriegen die auch die Updates wieder. Die müssen jetzt nicht monatlich eine Gebühr bezahlen oder sowas. Gibt's ja. Deswegen, ich gehe jetzt mal vom Computerprogramm aus. Dann muss ich ja dann auch, wenn die neue Software dann kommt, neue Updaten oder so, ist es in einem abgegolten. Das ist ewig. Also die haben jahrelang darauf Zugriff und alleine schon das wäre das Geld wert, was sie bei mir bezahlen. Aber über Geld lass uns heute nicht reden. Nee, ich meine nur allgemein. Also da kommt nichts nach noch oder so. Nein, da kommt nichts nach. Ich möchte keine Abo-Kunden. Der Zugang ist da. Nein, ich möchte auch nicht zweimal verdienen an jemandem. Nee, nicht das Missverständnis wieder entsteht oder die Kommentare kommen, ja, muss ich da updaten, was kostet mich das und wie verhält sich das? Nein, die müssen gar nichts tun. Das Paket, das ich da anbiete, ich habe das immer ja geschickt, ist ja so eine Litanei. Ja? Geht ja auch über Seelenanteile, Rückholungen und so weiter. Mittlerweile habe ich die Information gekriegt, dass ich sogar Seelenaustausch machen kann bei jemandem. Also ich kann bei jemandem Walk-in machen, ich kann jemanden anheben zum Indigo. Weil es ist ja, wir leben jetzt in einer ganz speziellen Zeit, die viele als Endzeit betrachten. Viele kämpfen ja noch. Also ich begebe mich nicht mehr in den 3D-Kampf, deswegen bekämpfe ich auch keine Kritiker oder auch niemand anderen, weil kämpfen tun nur die Dunklen. Wir kämpfen nicht mehr, wir Hellen, wir kämpfen nicht. Wir verurteilen niemanden und wir attackieren niemanden. Wir widersetzen uns höchstens, aber ohne andere dabei zu beleidigen und zu diffamieren. Das ist ein ganz großer Unterschied. Das heißt, wir treten für irgendetwas ein. Wir Indigos sind wir Lichtarbeiter. Wir treten für eine bessere Welt ein, wir treten für das Positive ein, ohne das andere dabei kaputt zu machen. Weil es hat ja seine Berechtigung für die Entwicklung. Ne? Es war notwendig für die Menschen und damit die Menschen lernen. Deswegen war es notwendig. Ja. Gut, jetzt sind wir ja wieder bei Zukunftsthema. Ja. Was ich eben schon mal gestellt habe, die Frage. Wie siehst du das, diese weitere Entwicklung? Oder was können wir alle tun, um dass die Entwicklung vielleicht in eine bestimmte Richtung geht oder so? Ja, es müsste sich gemein sein und sagen, es ist schon alles getan. Wir brauchen nicht kämpfen. Es ist schon lange alles entschieden. Wir müssen nur für uns selber schauen. Wir müssen unser Bewusstsein erweitern und wir müssen unser Bewusstsein anheben. Also ich kann auch bei meiner Behandlung das Bewusstsein anheben. Hört sich jetzt geschwollen an, vielleicht auch ein bisschen arrogant, macht mir aber nichts, weil es ist die Wahrheit. Ich habe schon so viele zum Indigo gemacht die letzten Wochen. Ich habe das ganz neu erfahren. Beim letzten, Channeling kann ich es nicht nennen. Ich kriege die Gedanken direkt rein. Also nicht Worte. Wenn du Stimmen hörst, ist es gefährlich. Das ist nicht so gut. Dann ist was oberfaul. Und ich kriege die Gedanken rein. Wenn ich eine Frage habe, dann kriege ich urplötzlich eine Antwort. Und kann auch mal eine Minute später kommen oder eine Stunde später. Oder ich kriege sie eben durch irgendeine Information, die mir so gegeben wird. Es erscheint gerade eine Werbung, wo genau das sagt. Genau, wo die Botschaft es gibt so viele Möglichkeiten. Also ich kriege sie aber ziemlich durch Gedanken. Das heißt, ich spüre sofort die Antwort und die Gedanken und dann habe ich die Antwort. Und ich kann Seelen austauschen. Das heißt, anheben, nicht nach unten, sondern nach oben.
nicht nach unten. Gut, also das ist schon getan. Also man kann selbst jetzt nichts tun, aber trotzdem hat die Zukunft ja eine Entwicklung. Und wie sieht das aus? Oder wie siehst du das? Es ist so, es ist ja bekannt, dass die US-Regierung seit ungefähr 70 Jahren Zeitreisen macht. Das ist, denke ich, bekannt. Vielleicht hat jemand das Montauk-Projekt gelesen oder das Philadelphia-Experiment. Das ist Wahrheit. Das ist kein Hollywood-Film. Das ist nichts als die Wahrheit. Ich habe das nachgeprüft. Kann ich bestätigen, habe ich selbst auch schon geprüft und mit Bestätigten, auch mit Beteiligten gesprochen schon. Also eine ganz spannende Geschichte. Ja, ganz spannend. Gibt selbst in Deutschland gab es eine Anlage. Ja, ich weiß die nicht, Deutschen spielen da eine große Rolle. Genau. Also das ist wirklich eine spannende Geschichte. Wer sich das mal angucken will zu dem Stichwort, dann kann das gerne Die mal haben gucken. schon Zeitanker gelegt bis 6300 nach Christus. Da waren die schon drin. Die sind auch zurückgegangen zu Jesus, wollten den Jesus umbringen und haben eine Blutprobe von Jesus genommen. Die hat er dann freiwillig rausgegeben, damit die dann jetzt den neuen Führer präsentieren können, als Abstammung der Merowinger und so weiter. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Möchte die Zuschauer jetzt nicht damit belasten. Es ist nur so, dass die ganzen Propheten, die wir so kennen, Nostradamus und Irlmeier und so weiter, die gingen alle noch von einer anderen Zeitlinie aus. Das heißt, wir leben jetzt in einer anderen Zeitlinie. Und die Zeitlinie, in der wir jetzt leben, ist bei 2012 Schluss. Also man kann sich jetzt anstrengen, wie man will. Man sieht nicht weiter. Also es ist wie abgeblockt. Also wir leben jetzt schon in einer Zeit, die eigentlich so eine, ja ich sag mal, so eine Nichtzeit ist. Ja, es ist so, wir gehen ins goldene Zeitalter, das ist Fakt. Da ändert sich das ist ein göttliches Gesetz, so wie die kosmischen Gesetze, die von den Dunklen dann mit der Karma-Falle missbraucht wurden. Und da gab es ja auch Widersprüche, weil viele Leute das nicht verstehen, was Karma ist. Und wenn ich sage, Karma ist nicht göttlich, dann stimmt es. Und wenn ich sage, Karma gibt es, dann stimmt es auch. Weil Karma wurde quasi von den Dunklen erschaffen, um uns hier unten zu halten. Und es ist aber trotzdem nicht göttlich gewollt. Also nicht alles, was auf der Erde geschieht, ist göttlich gewollt. Und trotzdem existiert es. Ja. Um auf das Thema zu kommen, was ich jetzt sehe, ich kann nur bis 20 Jahre kann ich sehen. Und was ich gesehen habe in der Zeit ist, dass viele sterben werden und relativ wenige zurückbleiben werden. Aber diejenigen, wie die Freimaurer zum Beispiel, die neue Weltordnung propagieren, die sind alle auch weg. Also ich vertrete jetzt keine Freimaurer-Propaganda, sondern genau die werden weg sein. Genau die werden weg sein. Und alle, die eine Bewusstseinsanhebung kriegen, werden hier bleiben. Und alle anderen werden eines Todes, den es ja nicht gibt, sterben. Also die werden den Körper verlassen und sich einen neuen Körper suchen müssen auf einem anderen Planeten. Oder sie werden der Zentralsonne zugeführt. Für die ganz schlimmen Fälle, die künstliche Intelligenz, die Reptoseelen, die uns das Leben zur Hölle machen hier auf dem Planeten. Wegen denen haben wir die ganzen Probleme. Du sagtest ja zwar, das war notwendig und sehe ich auch so, aber es ist ein Exzess. Das heißt, es ist aus dem Ruder gelaufen. Es werden hier Dinge gemacht mit Kinderschlachtungen, bei Ritualen, mit den ganzen Hungersnöten, mit den ganzen Kriegen. Das war so nicht gewollt. Also die Dualität sollte erlebt werden, aber nicht in dem Ausmaße. Mit dem konnte man nicht rechnen. Das heißt, die positiven Außerirdischen, die es ja gibt, die sind nur damit beschäftigt, die Auswirkungen ins Weltall einzudämmen. Das heißt, die machen Nuklearwaffen unschädlich, die schicken Steinmarder ins CERN rein, wo sich jeder wundert, wie kommt ein Steinmarder ins CERN, in diese Maschine rein. Also die Außerirdischen, die Positiven, sind ständig daran, einen Gegenpol zu schaffen für das, was die Dunkelheit macht. Weil die dunklen Wesen mit ihren grauen Freunden sind ja ständig daran, das Gitternetz enger zu schrauben hier und die anderen sind wieder dran, das wieder auseinanderzuziehen. Da wird im Hintergrund sehr viel gearbeitet. Das heißt, für uns ist gesorgt, wir haben Schutz. Es ist jemand da, aber die werden nicht landen. Weil wenn die jetzt landen würden, wird es sofort einen Krieg geben. Weil dann würden die Dunklen kommen und würden die bombardieren und dann wäre der Krieg da, aber das wäre dann ein interplanetarer Krieg mit der Erde als Mittelpunkt. Deswegen können die nicht einfach landen, sagen, hallo Jungs, jetzt sind wir da, jetzt helfen wir euch, kommt mit. Das ist Blödsinn. Es werden keine Außerirdischen landen, weder von der einen Sorte noch von der anderen Sorte. Das ist alles nur, lassen wir es, was es ist. Zumindest nicht so offensichtlich jetzt. Ja, es ist halt meine Meinung. Alles, was ich sage, ist ja nur meine Meinung. Es kann jeder gerne eine andere Meinung haben und ich habe meine Meinung.
man muss meine Meinung nicht akzeptieren, man kann mich auch wegklicken und wegschalten und einfach weitergehen. Und man muss mich nicht bekämpfen oder attackieren. Das ändert ja nichts dran. Deswegen habe ich ja trotzdem meine Meinung. Die Meinung bleibt, genau. Und ich kann 20 Jahre sehen. Was ich gesehen habe momentan ist, dass viele Menschen sterben werden. Es werden viele neue Seuchen kommen, viele neue Krankheiten, viele neue Viren. Die Mutter Erde wird sich auch wehren und schütteln. Das heißt, ich weiß auch, an welchen Stellen wird es Erdbeben geben und es wird Vulkanausbrüche vielleicht. Viel Regen geben, sehr viel Regen. Das merkt man jetzt schon die letzten Wochen. Es wird immer mehr regnen. Das Wetter wird immer wechselhafter, immer brutaler, weil die Erde sich schüttelt, weil die Mutter Erde hat die Schnauze voll von diesen Menschen, von diesen dunklen Menschen, die uns das Leben zur Hölle machen, die anderen Menschen traktieren bis zum geht nicht mehr. Und sie hat auch ein bisschen Wut, wenn man es mal so sagen soll, über die Menschen, über die Ignoranz der anderen Menschen, die sich über nichts Gedanken machen, die alles verneint, die nur ungläubig den Kopf schüttelt und einfach nicht aufwachen will. Und natürlich können viele auch nicht aufwachen durch die Besetzungen. Und jetzt schließt sich wieder der Kreis. Deswegen ist es ganz wichtig, dass die Besetzungen von mir und von meinen ganzen Klienten, weil das ist ja ein Multiplikator dann. Ja, alle Menschen, die sich bei mir behandeln lassen, kriegen ja quasi das Rüstzeug in der Hand, so eine Art Filiale von mir aufzumachen. Und das gibt dann irgendwann eine exponentielle Steigerung. Und jetzt sind es vielleicht 25.000, die das in der Hand haben von mir. In 2 Jahren sind es 100.000 und wenn man das multipliziert, wie oft die es weitergeben, dann sind es irgendwann Millionen. Und irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo mehr oder weniger die Bewusstseinsanhebung mit noch anderen Lichtarbeitern zusammen, natürlich kann ich das nicht alleine, mit den ganzen Indigo-Seelen, die da rumlaufen, die das auf einer unbewussten Schiene auch machen mit der Energieanhebung und mit der Bewusstseinsanhebung. Irgendwann ist der Break-Even erreicht und dann wird eben, trennt sich die Spreu vom Weizen und in der Zeit leben wir jetzt gerade. Das heißt, im Moment trennt sich die Spreu vom Weizen. Deswegen gibt es auch immer mehr Angriffe von den Dunklen, weil die begehren jetzt auf und die spüren intuitiv, dass sie was tun müssen. Und dann greifen sie natürlich Menschen an, die Wahrheit sagen. Und das geht auch weiter im Straßenverkehr mit Gefährdungen, mit Bedrohungen im Straßenverkehr, mit Amokläufern. Menschen, die verlieren einfach die Kontrolle über das Leben und über sich selber, weil sie die Schwingungen nicht mehr ertragen. Dann werden sie aggressiv, schlagen um sich, bildlich gesprochen. Und da wird es immer mehr Scharmützel geben auf dem Planeten Erde. Die Freimaurer, die neue Weltordnung durchbringen wollen, was sie aber nicht schaffen, definitiv nicht schaffen, weil sie sind die Ersten, die gehen müssen. Also die übrig bleiben, nicht sie bleiben übrig, weil sie müssen gehen mitsamt ihrem Baphomet und ihren dunklen Freunden. Sie müssen alle gehen. Sie haben keine Chance gegen die Macht der Hellen. Die positiven Außerirdischen, die haben so viel Macht, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was die können. Die können einen Menschen in der Luft anhalten und lassen den 3 Tage in der Luft schweben, ohne dass der sich 1 Millimeter bewegt. Die haben eine Macht, das ist unglaublich. Die könnten die Dunkelheit in kürzester Zeit ausradieren. Aber das wollen sie nicht, weil sie wollen nicht massiv eingreifen in das Erdgeschehen, weil die Menschen sich das selber eingebrockt haben, weil sie haben es ja zugelassen, dass man so viel Macht über sie bekommt. Sie haben ja auch die Politiker gewählt. Ja. Jeder hat ja ist für seinen Bundeskanzler selbst verantwortlich. Er hat ihn ja gewählt oder er hat irgendwie unterstützt eben auf irgendeine Art und Weise, indem er es eben nicht verhindert hat. Nicht verhindert hat. Handlungen im ja, Endeffekt. Er gibt sich seinem Schicksal, mehr oder weniger. Ja. Und es gibt nur 2 Möglichkeiten für die Menschheit. Entweder sie wachen auf oder sie schlafen weiter. Die, wo weiter schlafen, werden den Planeten verlassen müssen. Und die anderen dürfen bleiben und leben dann in einer höheren Dimension auf dem gleichen Planeten weiter. Und da wird es eine kleine Reinigung geben, aber keine große. Das heißt, der Planet wird nicht zerstört werden. Es wird auch keine Massensterben geben in den nächsten Jahren. Kein Atomkrieg oder Nein, es wird keinen Atomkrieg geben. Der wird verhindert von den positiven Mächten. Der ist schon x-mal verhindert worden. Der wird verhindert. Die sorgen von außen, dass wir quasi geschützt sind. Dann haben wir auch noch Freunde im Innern der Erde. Haben wir auch noch Freunde. Das sind auch nicht Außerirdische, das sind Interirdische, die wir da haben. Die helfen uns auch. Die Agatha ist ein eigenes Volk für sich, die da unten lebt.
auch mit friedlichen Reptiloiden, die da leben. Also die Agater, das weiß ich ganz sicher, die kommen sofort hoch, wenn es Probleme gibt. Also die Dunkelheit weiß genau, wenn sie zu massiv was macht, dann geht es ihnen sofort an den Kragen. Deswegen arbeiten sie auch so subtil, unterschwellig. Deswegen wollen sie den Putin, kitzeln sie ständig die NATO-Osterweiterung. Ja. Die provozieren bis zum geht nicht mehr. Die im Kleinen wie im Großen. Ja. Das ist wie unser Ex-Nachbar, der immer an den Zaun gestanden ist und wir haben nichts getan und der redet dann rüber, aber so geht es nicht weiter. Also die provozieren einfach, um Streit zu verursachen, um Krieg zu verursachen. Und der Putin gehört natürlich, wird hier geschützt, auch von der positiven Allianz. Und dieser Krieg wurde schon x-mal verhindert, auch wo das mit der Türkei war, mit dem Absturz, da war schon kurz davor. Also das wird immer wieder verhindert von den positiven Kräften. Wir werden keinen dritten Weltkrieg kriegen, das ist nur Propaganda, wenn das jemand behauptet, Schlagzeile, um mehr Klicks zu kriegen, dritter Weltkrieg, bla bla bla. Nein, es wird alles für uns getan werden. Wir können im Prinzip gar nicht mehr sehr viel ändern. Wir müssen nur eins tun als Menschen, wir müssen zusammenhalten und uns nicht gegenseitig bekämpfen. Wir müssen mehr Mitgefühl füreinander entwickeln, mehr Liebe füreinander entwickeln und wir müssen uns an der richtigen Stelle widersetzen. Das heißt, diese ganzen Leute, die hier andere attackieren im Internet, ich bin ja nicht der Einzige, es werden auch andere attackiert, die sollen doch lieber mal aufstehen auf ihre Hinterbeine und mal sich widersetzen gegen das Finanzamt, gegen den Zoll, gegen die Unterdrückung, gegen die Versklavung, die wir auf dem Planeten haben. Die sollen sich mal Gedanken machen über neue Systeme, über neue Möglichkeiten, über Alternativen. Weil es ist ja einfach nur gegen was zu reden. Das ist ja einfach. Sondern Alternativen darzustellen. Ja, was selber was tun, damit sich was ändert. Und nicht andere bekämpfen oder sich gegenseitig bekämpfen. Das ist doch was für Blöde. Das ist 3D-Verhalten. Ja. Wie ich schon zu Atomkraftgegnern da der Gruppe gesagt habe, die sollen lieber eine freie Energiemaschine bei ihren Demonstrationen mittragen, um das zu zeigen. Und dann können sie auch sagen, ich kann gegen das sein, weil nur gegen was sein erzeugt einen Gegendruck und Druck und das knallt dann. Das ist 3D, das kontrolliert die Opposition. Ja. Das heißt, die sind nur da, um den Anschein zu erwecken, dass das, was getan wird, auch die ganzen Demonstrationen ist Blödsinn, das bringt überhaupt nichts. Noch nie hat eine Demonstration was verändert, außer als die DDR geöffnet wurde. Da muss aber das ganze Volk auf die Straße gehen. Ja, so als ziviler Ungehorsam vielleicht. Ja, ziviler Ungehorsam, das ist genau das richtige Wort. Das heißt, die Menschen müssen sich trauen, auch auf die Hinterbeine zu stehen und sich gegen die Richtigen wehren. Und zwar richtig wehren und nicht untereinander mit Bällen aufeinander schmeißen und sagen, du hast das gesagt, das stimmt nicht, du bist ein Lügner, das ist doch Blödsinn. Wem bringt denn das was? Bei den ganzen Attacken muss man sich ja auch fragen, wer hat denn da einen Vorteil davon? Ganz einfache Frage. Dann kriegt man die Antwort automatisch. Ja. Warum jemand das macht. Wer hat einen Vorteil von dem, was jemand tut? Also, und um die Zukunft noch abzuschließen, niemand muss sich irgendwelche Sorgen machen, weil wir können ja eh nicht sterben. Also im schlimmsten Fall verlassen wir den Körper und gehen woanders hin und wir werden dann feststellen, dass es dort vielleicht noch schöner ist. Also von dem her gesehen, viele Indigos werden im Körper überleben hier. Es gibt Techniken, wo man innerhalb von 30 bis 60 Tagen bis zu 50 Jahre jünger wird. Die Techniken gibt es schon. Und über diese Kräfte verfügen wir auch. Das heißt, wenn sich jemand Gedanken macht, was passiert jetzt, ich bin dann irgendwann 60 oder irgendwann 70, bin ich ein alter Mann und dann lebe ich in einem goldenen Zeitalter. Und nein, du wirst dann jünger und du lebst dann plötzlich 200 und 300 Jahre. Aber du siehst natürlich nicht aus wie 300. Ja. Also das sieht ganz normal aus, du bleibst dann so bei 40 oder so irgendwann mal stehen, je nachdem wie alt du eben bist. Oder wenn ein 40-Jähriger bleibt eben bei 40 stehen und ein 70-Jähriger geht zurück auf 40 und so weiter. Also diese Kräfte haben wir ja alle in uns drin. Wir können auch Zähne nachwachsen lassen, wir können Gliedmaßen nachwachsen lassen. Gibt es ja Berichte von, immer wieder. Wir können alles, wir sind mächtige Wesen. Und wir müssen einfach uns entfalten und das können wir momentan noch nicht. Und deswegen müssen wir einfach daran arbeiten, dass wir aufwachen und dass wir den Glauben nicht verlieren und den Glauben an Gott nicht verlieren und an uns selber. Und was gibst du so als Tipp noch so abschließend für die Zuschauer mit, um das Bewusstsein zu erhöhen, was zu machen? Was können sie für sich tun jetzt selbst? Ja, es ist schwer... Tipps zu geben fürs Bewusstsein
Ich kann das Bewusstsein erhöhen durch die Behandlung. Man kann das jetzt nicht direkt selber machen. Ja, aber irgendwelche Handlungen vielleicht oder irgendwas machen, was sie machen können. Zum Beispiel, wir hatten ja schon das eben erwähnt mit zivilen Ungehorsam, was sie ja machen können im Endeffekt. Das ist im Außen. Im Außen erstmal. Ja. Aber wenn sie im Außen sich zu verschiedenen Dingen bewusst werden, dann kommt das ja auch ins Innere, denke ich mir, oder? Meditation ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Menschen lernen zu meditieren und dass sie lernen zu akzeptieren, wer sie sind. Und da ist ja der Punkt, der Hund begraben, dass die meisten Menschen, die da draußen sind, gar nicht wissen, wer sie sind. Sie sehen eben einen Mensch im Spiegel und der hat ein Leben, das geht so und so lange und ich gucke halt so lange, wie es geht und nach mir die Sintflut und nachher ist egal. Hauptsache mir geht's gut. So ist es eben nicht. Wenn die Menschen akzeptieren, dass sie was Höheres sind, dass sie ein kosmisches Wesen sind, das so groß ist wie das Universum im Maximalfall. Also das Wesen, wo ich jetzt bin, oder du, wenn wir aus dem Körper raustreten, dann haben wir im Prinzip das ganze Universum als Grenze. Also wir sind momentan eingesperrt in diesem Gehirn, so auf dieser Größe, sind wir eingesperrt. Und dieses Gehirn ist ein Programm und dieses Programm sagt uns hier, was wir zu tun haben. Nur können Sie das bei Indigos nicht programmieren. Deswegen sitze ich ja hier und du auch. Weil sie bei Santina sind ja nichts anderes wie gefallene Indigos. Also das sind quasi, Santina sind Seelen, die wieder zum Indigo werden. Und ich kann dieses Bewusstsein anheben. Das heißt, ich kann durch meine Behandlung, durch die Energie, die ich habe ja diese hohe Photonenenergie, allein durch meine Arbeit bei jemandem kann ich das Bewusstsein anheben, ohne dass er das selber gleich merkt. Er bekommt quasi eine neue Seele und die Seele ist ja die Energie. Und die Energie, die positive Energie, sorgt dafür, dass dein Bewusstsein erweitert wird. Und viele Menschen haben schon eine neue Seele gekriegt und die ist dann nach 3 Monaten wieder gegangen und die alte ist ja immer noch da. Die Silberschnur, die hängt noch quasi so wie so ein Ersatzspieler, so in 100 Meter Höhe ungefähr hängt die und schaut sich das Ganze an, kommt er klar und in vielen Fällen kommt er auch nicht klar. Das heißt, sein jetziges Bewusstsein, sein Geist akzeptiert diese neue Seele nicht, er möchte unten bleiben vom Niveau. Solche Fälle habe ich auch schon gehabt, aber auch genauso umgekehrt, dass Menschen angehoben wurden, alleine durch meine Behandlung im Bewusstsein angehoben wurden. Und das ist mit Geld gar nicht zu begleichen, weil durch diese Anhebung bekomme ich eine neue Frequenz, eine höhere Frequenz. Das heißt, ich kann mich den ganzen Tumult, der da auf der Erde entsteht, entziehen, weil der Tumult befindet sich ja in einer unteren 3D-Frequenz. Und durch die Anhebung des Bewusstseins entziehe ich mich dem Ganzen. Ich werde auch keine Viren bekommen und keine Krankheiten bekommen, weil die Frequenz wird der einzige Schutz sein, den ich haben werde. Weil ich nicht auf dieser Ebene schwinge im Endeffekt, sondern auf einer anderen Ebene schwinge und deswegen nicht in Resonanz mitgehe. Die höhere Frequenz ist der einzige Schutz vor zukünftigen Krankheiten. Also es gibt keinen anderen Schutz. Deswegen wird es viele geben, die kriegen ein Virus und andere nicht. Das ist eine Frequenzsache. Also muss jeder Mensch schauen, dass er im Bewusstsein steigt. Das ist seine Hauptaufgabe. Und das kann er ja nur, wenn er von den Besetzungen befreit ist. Weil die halten ihn ja unten. Jetzt sind wir wieder beim Punkt, schließt sich der Kreis wieder. Also wenn du jetzt fragst, was kann ein Mensch tun, um im Bewusstsein zu steigen, sich behandeln lassen und sich befreien von Besetzungen. Das kann er tun. Dann steigt er schon automatisch im Bewusstsein. Ja, dann danke ich dir für dieses abschließende nochmal Erklärungen, sage ich jetzt mal, auch zu dem letzten Video, dass du nochmal dazu bereit warst, zu uns zu kommen für diese Sondersendung im Endeffekt. Und fand das auch wieder ganz spannend und auch sehr viele neue Erkenntnisse, denke ich mal, sind auch noch bei den Zuschauern da zusätzlich nochmal gekommen. Und ich denke mal, dass wir das weiter verfolgen werden und auch nochmal gucken werden, wie sich das alles weiterentwickelt. Und wir planen da ja auch noch einen anderen Bericht, wo ich jetzt gerade mal recherchiere, zu dem Thema ein bisschen intensiver und ja, okay. Und wünsche dir weiterhin alles Gute dabei. Ja, danke, gleichfalls. Ciao. Kapitel 1 Kindheitserlebnisse. Wir schreiben das Jahr 1963. Es ist Januar, und zwar der kälteste Januar des letzten Jahrhunderts, als ich, als Oliver Michael Brecht, das Licht der Welt erblickte. Ich wurde zu Hause geboren und soll ein sehr pummeliges Kindlein gewesen sein. Unweit von meiner Geburtsstätte befindet sich der Bodensee.
Und dieser war zu dieser Zeit komplett zugefroren. Eine Jahrhundertseltenheit. Wie mir später erzählt wurde, ist meine Mutter mit mir in ihrem VW-Käfer auf dem gefrorenen See von Friedrichshafen nach Romanshorn und zurückgefahren. Auf dem Bodensee wohlgemerkt. Schade, dass ich nichts mehr davon weiß, aber mit ein paar Monaten hat man eben noch kein Erinnerungsvermögen. Ich hatte von Anfang an Probleme, mich dieser niederen Schwingung auf der Erde anzupassen und war ein kränkliches Kind. Im zarten Alter von 6 Monaten kam ich in eine Lungenklinik ins Allgäu und verbrachte sage und schreibe 1,5 Jahre dort. Angeblich hatte ich Tuberkulose. Wer weiß, warum ich wirklich dort war und was da alles mit mir gemacht wurde. Es hat ja keiner nach mir geschaut. Meine Mutter musste Geld verdienen und war als Bedienung beschäftigt, etwa 500 Kilometer von mir weg. Niemand besuchte mich, wie mir später berichtet wurde. Mit 2 Jahren kam ich dann wieder nach Hause, ins schöne Badener Land an den Bodensee, zu meiner Oma. Mein Opa lebte auch dort. Er war geistig behindert. 1956 hatte er unweit unseres Dorfes mit seinem Motorrad einen Verkehrsunfall. Er stürzte mit dem Kopf voraus gegen einen Baum und war 3 Monate im Koma. Später kam er mit einem Hirnschaden nach Hause und konnte danach nie wieder arbeiten. Er war ein Pflegefall. Er konnte sich nicht mal selbst anziehen. Sein Baugeschäft ging bankrott und meine Oma musste sich eine Arbeit suchen, die sie im Wald als Waldarbeiterin des Markgrafen Max von Baden in dessen Wäldereien am Bodensee fand. Ich war als kleines Kind dann meist allein zu Hause. Unglaublich, welches Gottvertrauen meine Oma in mich hatte. Im Alter von circa 3 bis 4 Jahren, kann ich mich erinnern, sah ich fliegende Schatten mit Menschenformen, die über meinem Bett kreisten, an meiner Kinderzimmerdecke. Ich zog dann immer die Bettdecke über meinen Kopf und schlief meist auch sehr schnell ein. Seltsamerweise kann ich mich an nahezu jedes Detail meines vergangenen Lebens von ungefähr 3 Jahren bis heute erinnern. Meiner Oma erzählte ich dann bald nichts mehr davon, was ich des Nachts in meinem Zimmer sah, da sie mir einfach nicht glaubte. Ich habe mich natürlich nicht getraut, mit diesen Wesenheiten zu reden, die ich da immer sah. Ich wusste ja nicht, was das war. Eines Morgens, es war ein wunderschöner Sommertag im August 1968, fuhr meine Mutter ohne mich zur Arbeit. Sie hatte mich zu der Zeit oft mitgenommen, da sie in einem Café am Bodensee arbeitete und ich mich dort dann immer aufhalten durfte. Aber an diesem Tag nahm sie mich nicht mit. Der Grund war, dass sie am Abend ein Date hatte nach der Arbeit. Mein Vater bzw. Erzeuger war schon vor meiner Geburt wieder in seiner Heimat nach Stuttgart verschwunden. Er war damals als Soldat in unserer Nähe stationiert und die Beziehung mit meiner Mutter hielt nur ein paar Monate. Ich sollte wohl als Ergebnis dieser herauskommen. Ja, meine Mutter hatte an diesem schönen Sommertag ein Date am Abend und ich musste zu Hause bei Oma bleiben. Sie fuhr los und ich begann mit kleinen Spielzeugautos im Hof zu spielen. Wir lebten direkt an der Hauptstraße im Ort. Nach geraumer Zeit fuhr ein Polizeiauto vor und in seinem Schlepptau ein Abschleppwagen. Dieser hatte einen weißen VW-Käfer am Seil hängen, der, wie ich dann unschwer erkennen konnte, der meiner Mutter war. Die Windschutzscheibe war total zertrümmert und voll Blut. Die ganze Motorhaube war blutverschmiert. Die Front war eingedrückt. Der Polizist, ich werde sein Gesicht nie vergessen, ich sollte ihn noch einige Male in meinem Leben treffen, kam zu uns ins Haus und berichtete meiner Oma, dass meine Mutter bei einem Unfall ums Leben gekommen sei. Meine Oma weinte im Sessel. Ich stand daneben, der Polizist vor uns. Später wurde der blutverschmierte Käfer bei uns im Schopf, wir hatten zu der Zeit eine kleine Landwirtschaft mit Hühnern, Schweinen, Kühen, alles auf engstem Raum, abgestellt. Ich musste ihn einige Jahre täglich ansehen, da offenbar das Geld fehlte, ihn verschrotten zu lassen. Den genauen Grund, warum ich das Auto jeden Tag anschauen musste, habe ich nie erfahren. Übrigens, meine Mutter verunglückte auf der gleichen Strecke wie mein Opa 12 Jahre zuvor.
Sie prallte gegen einen Baum ein paar Meter vor dem Baum, gegen den mein Opa geprallt war. Offensichtlich unsere Familienschicksalsstrecke. Von da ab verschwanden die Schatten und Wesenheiten in meinem Kinderzimmer, die ich nachts sah,